In einer kleinen, klatschbeflissenen Stadt, wie eine Kirche, 2 bis 3 Doktoren und eine große Irrenanstalt hat. Mein meistgesprochenes Für mich war irgendwie schon lange klar, dass meine erste CD-Aufnahme sollte eigentlich mit diesem Repertoire sein, weil das ist für mich so ein bisschen das Persönlichste, was ich geschrieben habe, am nächsten an meinem Herzen. Ich meine, ich habe wirklich sehr lange mir Zeit genommen, auch die Gedichte auszuwählen, die Zusammenstellung, die Reihenfolge. Und ich denke, das ist schon sehr, sehr persönlich, auch was da vertreten ist. Ich war schon 12, als ich noch immer dachte, dass wenn die Kriege aus sind, Frieden sei. Die Gedichte von Mascha Kaleko waren mir bis vor den paar Jahren, als wir uns kennengelernt haben, auch unbekannt. Insofern fand ich das wirklich toll, dass er diese zu Unrecht nicht so bekannte Künstlerin in seinen Liedern zum Sprechen bringt. Die Aufnahme ist insofern herausfordernd, weil zum einen in den Mascha Kaleko-Liedern sehr viel sprachliche Finesse gefordert ist, zum anderen aber in den Walt Whitman-Liedern ein sehr großer Umfang der Stimme beansprucht wird, sehr auch dramatische Ausbrüche, unglaublich leise, zarte Stellen. I heard he was dead, and I dreamed I went where they had buried him, my love, but he was not in that place, and I dreamed. Bei mir kommt es einfach viel auch von einer großen Leidenschaft für Poesie, für bestimmte Poeten. Die beiden Dichter, die eigentlich hauptsächlich auf unserer CD vertreten sind, Mascha Kaleko und Walt Whitman, sind 2 von meinen absoluten Favoriten, mit denen ich mich jetzt schon seit vielen Jahren beschäftigt habe. To the States or any one of them or any city of the States, resist much, obey little. Walt Whitman hat ja auch in seinen Gedichten die Landschaften oder die Weiten Amerikas eingefangen und irgendwie ist Silvan das auch in seiner Musik gelungen, diese Weite auszudrücken. Once unquestioning obedience. Das ist die große Herausforderung, ist aber auch die große Freude, denn man kann auch während der Aufnahme selbst, im 20. Take, findet man noch neue Farben und neue Möglichkeiten, die man vorher in den Proben vielleicht noch gar nicht so bedacht hat. It's liberty. Resist much, obey little. Ja, ich denke einfach, das ist irgendwie schön, das ist ein bisschen wie auch wie eine musikalische Visitenkarte von mir, weil das wirklich sehr, sehr direkt und sehr, sehr persönlich eigentlich aus meinem Herzen auch spricht.